Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte es ja bereits schon angekündigt, dass wir ein Giveaway starten werden. Und heute ist es soweit zum Anlass von Pfingsten und den Seelenpaketen, die ihr natürlich auch erwerben könnt. Haue ich wieder eine 100 € Paysafe Card raus. Natürlich, für die, die dabei sind, wissen schon, was zu tun ist, aber ansonsten erkläre ich es sehr gerne nochmal. Also das Giveaway richtet sich an meine Abonnenten, also falls du noch kein kostenloses Abo hier auf dem Kanal abgeschlossen haben solltest, dann würde ich dich bitten, das jetzt auf jeden Fall zu tun, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr supporten. Dann müsst ihr einen Kommentar unter dem Video hier schreiben und eventuell noch ein Like da lassen, wenn ihr wollt, und dann nehmt ihr auch schon automatisch an dem Gewinnspiel teil. Das Ganze startet heute und geht bis Sonntag. Das heißt, ihr habt noch bis zum 19. Zeit, circa 15 Uhr, also ja, ich sag mal kurz davor lose ich das aus, sagen wir so pipapo 12, 13, 14 Uhr am Sonntag lose ich das aus so ungefähr und dann wird der Gewinner im Video um 15 Uhr bekannt gegeben, ja, und hat eben die Chance auf 100 € Paysafe Card zu gewinnen. Wir werden auch in Zukunft definitiv auf Twitch auch exklusive Giveaways starten. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also wer da noch kein Follow da gelassen haben sollte, kann dies natürlich auch sehr gerne tun. Link findet ihr natürlich unter dem Video. Und aber erstmal halten wir das hier noch auf YouTube, und auf YouTube wird es natürlich weiterhin auch immer noch die Giveaways geben. Die Pakete sind schon bereits im Shop erhältlich und es scheinen andere Pakete zu sein als die ich euch gestern im Video gezeigt habe, denn wir haben hier nicht nur ausschließlich Seelen, sondern auch Ressourcen am Start. Das heißt, es könnten wieder Pakete sein, nicht vom letzten Jahr, sondern vom vorletzten Jahr, denn vom vorletzten Jahr, da hatte ich noch dieses Video gefunden, wo wir diese Pakete hier unter anderem kaufen konnten. Das ist zum Beispiel das 25 € Paket. Ich habe keine Ahnung, ob das diesmal auch wieder so sein wird. Das ist das Thumbnail von vor 2 Jahren zu Pfingsten. Und könnte sein, dass es wieder so was in die Richtung werden wird. Ich weiß jetzt nicht, welche Pakete hier nachkommen, ne? Aber wer da Interesse hat, reinzushoppen, kann dies natürlich sehr, sehr gerne machen. Falls ihr mich dabei supporten wollt bei dem, was ich hier mache und den Giveaways, die ich hier immer veranstalte für euch und das, was ich hier auf YouTube und auf Twitch immer so mache mit Shakes and Fidget täglich, könnt ihr natürlich sehr gerne hier auch einen Creator-Code eurer Wahl oder auch sehr gerne meinen, wenn ihr möchtet, hier eintragen. Und dann werde ich noch mehr kostenfrei dadurch supportet. Das heißt, das kostet euch keinen Cent mehr, supportet mich aber extrem krass und finanziert halt eben durch solchen Support halt eben die Giveaways unter anderem. Und in naher Zukunft werde ich euch auch wieder die Tierschutzorganisation präsentieren, für die ich mich dieses Mal entschieden habe. Das ist diesmal eine andere als letztes Jahr und da bin ich jetzt langsam in Kontakt mit dem, dass ich mich dann da so ein bisschen austausche und werde ich euch dann in naher Zukunft auch vorstellen, und da geht ein Teil der Creator Code Einnahmen auch hin. Das heißt, im Prinzip verwenden wir das hier auch noch für einen gemeinnützigen Zweck, und das ist so eine geile Sache, dass man nur ein paar Buchstaben einklicken muss hier dabei, es euch keinen Cent mehr kostet und man halt eben solche geilen Sachen auf die Beine stellen kann. Deswegen freut mich das auf jeden Fall, das, was wir hier schon erreicht haben, durch euren Support natürlich. Ne? Das baut natürlich alles auf euren Support auf, und deswegen bin ich da euch auch jedes Mal dankbar und ist auch das Mindeste, was ich jetzt hier mit solchen Giveaways auch zurückgeben kann. Deswegen, auf jeden Fall bis Sonntag um 15 Uhr oder kurz vormittags habt ihr halt eben Zeit, 2 Tage. Ich denke mal, das sollte genug sein. Ja, es gibt immer ein paar Leute, die noch so Spätzügler sind, die sich dann kurz vorher oder kurz danach eintragen. Da muss ich dann sagen, da haben die Leute dann halt eben Pech gehabt, wenn sie halt eben nicht aktuell mit immer die Videos verfolgen. Ich sag mal, 2 Tage ist auf jeden Fall eine Zeitspanne. Da kann man sich definitiv die Zeit und Mühe machen, um so einen kleinen Kommentar zu verfassen, um sich halt eben für das Giveaway einzutragen. Und
ich kennzeichne das ja auch sehr auffällig, sag ich mal, in den Thumbnails und Videotiteln. Deswegen denke ich mal, soll das kein Problem sein. Abgesehen davon, ja, werden wir in Zukunft natürlich auch weiterhin noch immer wieder neue Giveaways raushauen. Ne? Solange ihr mich halt supportet, kann ich euch den Support auch auf jeden Fall mindestens zurückgeben. Ich kann euch das gar nicht zurückgeben, was ihr mir hier an Support entgegensprecht. Ne? Deswegen danke da auf jeden Fall an die Leute, die das machen. Und auf Twitch habe ich das in Zukunft so geplant, da kann man das halt noch, ich sag mal, transparenter lösen. Ich meine, ich bescheiß jetzt hier schon nicht bei den Giveaways. Ihr seht das ja, ich lose das immer über einen random Generator aus, also ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss drauf irgendwie. Ne? Aber live im Stream, da gibt es dann halt auch eben so eine Tools und Bots, die man dann halt eben nutzen kann, wo sich Leute, die halt eben gerade in dem Moment live dabei sind, auf Twitch zum Beispiel, können dann irgendein Keyword in den Chat schreiben und können dann dadurch, irgendwie 5 Minuten das Ganze laufen lassen und die sich dann in der Zeit eingetragen haben mit dem Keyword, die nehmen dann an der Verlosung teil und haben dann eben auch die Chance auf solche Pilzgewinne. Dann kann man da das über einen Bot aussuchen lassen und kann man dann dem auch gleich zukommen. Finde ich auf Twitch sogar noch ein Stück besser, weil auf YouTube haben die seit Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt seit Jahrzehnten, aber es ist wirklich schon, ich würde wirklich schon sagen, es ist bestimmt schon 10 Jahre her oder so, haben sie die DM-Funktion rausgenommen. Also früher, ich weiß nicht, wer so lange dabei ist schon auf YouTube, wer das noch weiß, aber man konnte sich früher wirklich bei YouTube selbst Post schreiben. Ja, also wenn du einen Account hattest, der hat in deine Kommentare geschrieben, du konntest auf den Kanal gehen, du konntest dem Post schreiben, du konntest eine Nachricht an ihn verfassen. Das ist so geil gewesen eigentlich, denn durch solche Sachen brauchst du dann halt nicht hier so machen, hier irgendwie, der gewonnen hat, der meldet sich bei mir auf Discord oder auf Instagram und dann muss man das halt erst immer nochmal überprüfen, ist das wirklich der Account etc. pp. Ne, ich nehme da ja auch immer nochmal Sicherheitsmaßnahmen vor, dass da auch niemand falsches Ding gewinnen bekommt und da konnte man halt wirklich an den direkt Post schreiben, der das gewonnen hat und so konnte man dann halt direkt den Code zukommen lassen, sodass es dann keine Missverständnisse gibt. Das gibt es zum Beispiel auch auf Twitch. Dort kann man den Leuten auch direkt per Post schreiben und dann braucht man nicht über Umwege, über Discord oder Instagram irgendwie sich austauschen und dann erst noch überprüfen, ob er es wirklich ist, weil man ja dann selbst den Account vor Augen hat, denn sozusagen. Ne? Deswegen auf Twitch sogar fast, würde ich sagen, noch ein Stück geiler irgendwie. Nichtsdestotrotz werden wir auf beiden Plattformen in Zukunft dann auch Giveaways in naher Zukunft dann auch machen, wenn die Zeit dann reif ist. Ne? Das heißt nicht, dass wir hier auf YouTube dann weniger Giveaways raushauen. Ne? Also für die Leute, die nicht auf Twitch unterwegs sind, die brauchen dann auch nicht böse sein. Es gibt auf YouTube natürlich weiterhin immer in diesen regelmäßigen Abständen Giveaways. Zumal das Ganze jetzt auch von meiner Seite jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber doch irgendwie ist es schon selbstverständlich, dass man zumindest für das, was man bekommt von euch, von der Community, halt eben auch zumindest irgendwie sich bedankt in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und deswegen, für mich ist es selbstverständlich, es muss aber nicht selbstverständlich sein. Ne? Man sollte im Leben nichts irgendwie als selbstverständlich erachten. Das ist, denke ich mal, auch nochmal so eine ganz gute Message. Und ich würde jetzt mal ganz gerne auch mal selbstverständlich hier den Echsenbandit mal belegen hier. Das kann ja wohl nicht sein. Der ist ja hier schon seitdem ich hier rede, ein paar Mal schon fast umgefallen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Wäre cool, wenn er diese Folge noch liegen würde. Das wäre so jetzt noch mein persönliches Achievement. Dankeschön. Da hat es noch tatsächlich geklappt hier mit dem Echsenmenschen. Ja. Gut. So viel dazu. Gegenstand zerlegen. Das hat uns rein gar nichts gebracht, das Item hier. Aber vielleicht ist der nächste Gegner ein bisschen einfacher. Ist ein Krieger. Der waschechte Krieger. Mag der vielleicht liegen? Das ist die Frage. Nee, anscheinend nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, für die Leute, die ja bisher noch nicht dabei gewesen sind, bei solchen Giveaways, ich veranstalte sowas immer mindestens einmal im Monat, falls es irgendwelche Aktionen gibt, bestimmte Pakete, 20% Aktionen oder irgendwelche anderweitigen
coolen Sachen für euch, wo ihr dann mehr für euer Geld bekommt, gibt es dann auch zusätzlich immer nochmal Giveaways, also kann auch mal sein, öfter pro Monat, nicht nur einmal. Und ja, im Prinzip braucht ihr nichts großartig machen hier dafür. Das ist auch kostenlos alles für euch so. Ne? Ihr braucht euch nicht irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Sachen unterschreiben oder so. Das ist ganz easy. Und am Ende des Tages braucht ihr mir dann halt entweder nur auf Discord oder auf Instagram schreiben. Ne? Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und da setzen wir uns dann in Kontakt. Geil, fällt der nächste Gegner sogar auch noch, dass wir hier uns dann austauschen und darüber dann ihr dann den Code bekommt und ihr dann eventuell auch euch so ein Paket gönnen könnt. Ne? Ich bin aber echt mal gespannt, was das für Pakete noch sind, die da folgen. Ne? Also ich habe mir die persönlich jetzt noch nicht gekauft. Ich könnte aber wirklich denken, dadurch, dass wir halt letztes Jahr nur diese Seelen hatten, dass wir das von dem Jahr davor, also von vor 2 Jahren, die haben, weil da haben wir nämlich auch noch bestimmte Ressourcen immer noch mal zu den Seelen on top. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch das von vor 2 Jahren ist. Ne? Da habe ich allerdings nicht mehr alle Pakete im Kopf, welche jetzt danach folgen. Könnte sein, dass die in naher Zukunft definitiv nochmal auftauchen werden. Welche Pakete das sein werden. Wenn sich Leute das kaufen, die werden das dann natürlich wahrscheinlich auch teilen, denke ich mal. Aber bisher kann natürlich auch sein, dass von euch das schon jemand gekauft hatte. Bisher weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, welche danach folgen. Aber werden wir bestimmt auch noch rauskriegen. Ja, Freunde, ich will euch gar nicht lange weiter auf die Folter spannen, beziehungsweise entlasse ich euch jetzt mal in euer wohlverdientes Wochenende, was ich euch hiermit jetzt auch wünsche. Und wir hören uns natürlich wie jeden Tag weiterhin hier auf YouTube. Ne? Bald geht es auch wieder los auf Twitch. Da starten wir dann auch wieder durch, ab nächster Woche dann circa. Und dann geht es da auch wieder weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal viel Glück beim Gewinnspiel und ein super schönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Wir hören uns, sehen uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.